In diesem Video teste ich die neuen Revo High-Flow-Düsen. Dafür habe ich auf meinem Rückweg von der TCT360 einen Stopp bei E3D in Oxford eingelegt und neben 4 dieser neuen Düsen auch noch den 60 Watt Heater-Core mitgenommen. Vielen Dank an dieser Stelle an E3D. Für alle unter euch, die das Revo-System noch nicht kennen, der riesige Vorteil ist, dass sich die Düsen kinderleicht per Hand wechseln lassen und nicht im heißen Zustand angezogen werden müssen. Ich habe daher bereits seit einem guten Jahr mehrere meiner Drucker auf Revo umgebaut und bin sehr zufrieden. Ein Problem war zu Beginn jedoch, dass es nur ganz normale Messingdüsen gab, die weder für abrasive Filamente noch für besonders schnelles Drucken gut geeignet sind. Mittlerweile hat E3D jedoch sowohl die gehärteten Obsidian als auch High-Flow-Düsen vorgestellt und letztere schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da Kunststoffe grundsätzlich als schlechte Wärmeleiter gelten, dauert es eine gewisse Zeit, bis das 1,75 mm dicke Filament komplett geschmolzen ist. Das wirkt sich dann natürlich auf die mögliche Durchflussrate und damit Druckgeschwindigkeit aus. Andere Hotends verlängern daher einfach den Bereich, in dem das Material verflüssigt wird. Das ist jedoch beim Revo-System ohne weiteres nicht möglich und genau hier kommen die speziell optimierten Düsen ins Spiel. Bei näherem Hinschauen erkennt man, dass die Düsen nicht aus einem Stück gedreht sind, sondern solche eingepressten Spitzen haben. Im Inneren wird der Filamentstrang in 4 dünnere unterteilt, die sich dann wesentlich schneller schmelzen lassen. Ich habe mal mit der Hand ein Stückchen Filament aus der Düse gezogen, daran kann man das sehr gut erkennen. Den einen oder anderen erinnert das jetzt vielleicht an die CHT-Düsen von Bondtech. Da Bondtech Patente auf dieses System hält, kooperiert E3D nun mit ihnen. Auf der Verpackung steht daher auch, dass die Düsen durch Bondtech lizenziert wurden. Auf jeden Fall gibt es nun 2 spannende Anwendungen für dieses System. Zum einen wäre da das Speedprinting. Je mehr Filament geschmolzen und extrudiert werden kann, desto schneller kann der Drucker auch drucken, sofern es die restliche Hard- und Firmware zulässt. Die zweite Möglichkeit besteht in größeren Düsen. Die Revo High-Flow-Düsen werden bis zu einem Durchmesser von 1,4 mm angeboten. Passend zu diesem System wurde auch der 60 Watt Heater-Core vorgestellt, der zwar nicht essentiell für das schnelle Drucken mit Materialien wie PC oder den großen Düsendurchmessern jedoch empfohlen wird. Diesen wollte ich als erstes testen. Dafür habe ich ihn in einen meiner Caribous installiert, was wirklich sehr schnell und einfach ging. Dieser heizt nun gut 23 Sekunden schneller auf, wie der Vergleich zum normalen 40 Watt Heater-Core hier zeigt. Nun zum Speedprinting und der damit verbundenen Durchflussrate. Dafür habe ich den Hotend Benchmark Test von CNC Kitchen einmal mit einer normalen 0,4 mm Revo-Düse und einmal mit der High-Flow-Variante durchgeführt. Dafür werden solche Blobs mit verschiedenen Durchflussraten extrudiert. In meinem Fall habe ich hier den Bereich von 2 bis 24 Kubikmillimeter pro Sekunde gewählt. Danach werden die Blobs mit einer Feinwaage gewogen. So lässt sich erkennen, bei welcher Durchflussmenge unterextrudiert wird, das Filament also nicht mehr schnell genug geschmolzen wird und der Extruder klackt. Aus den Gewichten der Blobs lässt sich der Extrusionsverlust in Prozent berechnen und als Graphen darstellen. Für meine Tests habe ich PLA von Das Filament bei 220 Grad Celsius verwendet. Eine wichtige Anmerkung ist noch, dass die Düsentemperatur einen großen Einfluss auf die maximale Durchflussrate haben kann. Sie kann zum Beispiel bei 200 Grad nochmal wesentlich geringer und bei 240 Grad nochmal ein gutes Stück höher sein. Hier seht ihr das Ergebnis von meinem Vergleich. Während bei dem Extrusionstest die normale Düse PLA mit bis zu 12 bis 14 Kubikmillimeter pro Sekunde extrudieren kann, kommt man mit der High-Flow-Variante auf locker 20 Kubikmillimeter pro Sekunde. Da ich selbst noch neu in dem Thema bin, empfehle ich euch auch die Videos von CNC Kitchen und Adam von Vector 3D anzusehen. Nun aber zu den großen Düsendurchmessern. Dafür habe ich einfach mal die 1,4 mm Düse installiert. Im Prusa Slicer habe ich dann die 1,4 mm als Düsendurchmesser eingetragen und dann die Extrusionsbreiten hier auf 0 gesetzt, damit die Werte von den 1,4 mm abgeleitet und automatisch berechnet werden. Für die Schichthöhe habe ich zunächst 0,7 mm gewählt, man könnte hier aber auch etwas höher gehen.
Im Anschluss habe ich dann diesen Übertopf im Vasenmodus gedruckt. Die Qualität ist großartig und man kann schön die dicken Layer sehen. Dazu kommt, dass der Topf ziemlich stabil ist, gerade wenn man bedenkt, dass wir hier nur einen Perimeter haben. Die Druckzeit beträgt übrigens ca. 2 Stunden. Auch für größere technische Bauteile oder Prototypen kann solch eine Düse sehr sinnvoll sein und jede Menge Zeit und damit auch Geld sparen. Insgesamt finde ich die E3D Revo High-Flow Düsen eine sinnvolle und wichtige Erweiterung für das Ökosystem. Ich hoffe, dieser kleine Test hat euch gefallen. Weitere Informationen zu den Düsen und technische Daten findet ihr in der Videobeschreibung. Fragen könnt ihr jederzeit in den Kommentaren stellen. Vergesst außerdem nicht, den Kanal zu abonnieren, um keins der wöchentlichen Videos zu verpassen.